Da ist noch was Erhabenes. Interface B, das ich euch vor kurzem gezeigt habe. Aber ich glaube, ich mache kein eigenes Video drüber. Dann haben wir noch eine zweite. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht, Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken blinkt auch mal 2 cm. Frechheit, oder? Von und zu überhaupt. Hallo-Halli, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier wieder im Saal Klassik des Eitle Kinderkram, das irgendwann mal wieder als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets eröffnen wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Holen. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe es desinfiziert, ist Medizinverpackung. Für den Hund. Denn der Hund, der soll keine Parasiten haben. Und manchmal hat er die und dann macht man das so. Ja, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Von der Firma Lego. Haltet euch fest. Es ist Wahnsinn. Es ist groß. Es ist rot. Es ist ein Koffer. Ist der nicht toll? Machen wir das mal liegend. So. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist die Lego Nummer 953002-1. Umgangssprachlich auch 953.002 genannt. Ein Control-Lab Entwicklungspaket für Acorn Archimedes aus dem Jahr 1993. Wahnsinn! Der englische Name ist Control Lab Curriculum Pack for Acorn Archimedes. Besteht aus gar keinen Teilen, weil es kein Lego-Set im klassischen Sinne ist. Die Kinderkram-Inventarnummer ist die LY-00406. Es war nicht im deutschen Lego-Katalog, weil nämlich aus der Education- und Takter-Serie und nur geringfügig staubig, wie ihr sehen könnt. Ja, dieser Aufkleber ist hier natürlich nicht original. Da hinten ist ein schöner Aufkleber. Nicht bestimmt für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile. Stimmt ja gar nicht. Sind ja keine Kleinteile drinnen. Distributed by Lego Group DK-7190 Billund Dänemark 820096. Und da ist noch was Erhabenes. Registered Lego, the Lego logo and the Duplo logo are registered trademarks of the Lego Group, copyright 1991, Lego Group 68631-01. Das ist hier so. Schau mal, ja, genau hier. Gut, dass wir spiegeln können. Und da ist noch ein B eingraviert. Wer auch immer das gemacht hat. Ganz ein großer Schlingel. Wollen wir reinschauen? Nein, wir wollen es abmessen. Verstehe. Völlig richtig. Ohne Abmessen kannst du das vergessen. Die Breite 33 cm. Die Tiefe 11,7 cm. Und die Höhe bis zur Noppe 27,5 cm und die Kiste selbst 25,4 cm. Und jetzt haltet euch fest. Das System der Schachtel, das kennt ihr. Ja, das kennt ihr. Das Aufklappen, da festriegeln, das haben wir schon öfter gehabt bei den Type Composing Sets, Type Setter Sets. Aber was da jetzt drinnen ist, wollen wir mal anfangen mit dem Papierkram. Wir werden nicht allzu genau darauf eingehen, weil es viel ist. Wir haben da mal eine Control Lab Installation Guide. Ihr wisst, Control Lab, das ist dieses geniale Interface B, das ich euch vor kurzem gezeigt habe. Da steht drinnen, wie man die Kabeln zusammensteckt. Dann haben wir einen Quickstart Lego Takter Control Lab Teachers Guide. Da ist kurz geschrieben für den Lehrer, was er so alles tun kann. Ja, ich werde das jetzt wieder nach derselben Regel machen. Wenn ihr es genau sehen wollt. Oh, was? Was ist das? Was ist das?
Schaut gefährlich aus. Was kann das sein? Das kennt ihr ja. Kiste, Bücher, Interface B, Kabel. Kabel kennt ihr nicht, das zeige ich euch auch nicht. Ich habe überlegt, das Kabel hat nämlich Lego als eigenes Set verkauft. Das serielle Kabel für den PC. Ja, und für den Apple auch. Die habe ich natürlich im Kinderkram, aber ich glaube, ich mache kein eigenes Video drüber. Ich mache auch über das Tonelement kein Video. Ich habe zwar überlegt, ob wir eines zerstören und so, aber vielleicht machen wir das nochmal bei einer Runden, bei einer Nuller. Aber heute nicht. Ja, so ist meine Meinung. Jetzt mal so. Okay, wenn es euch nicht gefällt, dann meldet mir das bitte über die Kommentarfunktion dieser wunderbaren Google-Plattform rück. So, da ist dann noch was Gefährliches, zu dem kommen wir später. Und das sind dann noch so die Disketten. So. Und da gibt es dann noch ein Bild von einem Computer und dann gibt es nochmal ein Bild von einem Computer. Überraschenderweise von IBM und Macintosh. Mit verschiedenen Diskettenformaten. Und dann geht es noch weiter und es ist original nichts vom Acorn drinnen. Acorn? Acorn. Tja, das ist nämlich ein ziemlich universell gehaltenes Ding. Ich blätter da jetzt mal so kurz durch, damit ihr es gesehen habt. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja das Video pausieren. Denn dieses Set gab es genauso nochmal für Apple und genauso nochmal für PC. Dummerweise habe ich das nicht, aber das macht nichts, denn das gefährliche Ding ist bei allen gleich. Und letztlich auch die Anleitung, wie man hier sieht. Denn da sind ja die Apple-Bilder drin. So, erstes Büchlein. Und dann haben wir Projekt Teachers Guide. Hoho! Oh, da wird schon gebaut mit Lego-Elementen. Ganz schön schlimm. Ich muss das da wechseln, dass es nicht ganz so schief ist. So, da kann man dann ein Glashaus bauen und da sieht man auch mal die ganzen Kollegen. Ja, Vending Machine. Oh, da werden sogar die Steine. Das sind die Schwierigkeitsstufen, verstehe. Possible Solution, da ist wieder die Problemstellung mit der Lösungsüberlegung dazu. Und das wird hier alles ganz schön papierig, diese Sache. Wird alles genau erklärt. Ja, ich weiß, das sind jetzt keine Lego-Elemente, aber bleibt dran, es kommt noch. Eigentlich schon spannend. Schön langsam habe ich so richtig das Bedürfnis, mal einen Computer mit dem Zeugs in Betrieb zu nehmen. Sollen wir das machen? Ja, aber nicht mehr heuer. Heuer sehe aus. Wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Denn wir haben Großes vor. Darüber in den nächsten Videos mehr. Wir haben Großes vor. Wir haben oft große Dinge vor. Ihr wisst Bescheid. So ist das halt. Ja, da sind wir durch. Und dann haben wir da noch Control-Lab für Acorn RISC OS. Die haben nämlich Computer gebaut, die Acorns. Die waren ganz toll. Ich habe keinen. Schaut, da ist alles aufgezeichnet. Ja, Australian, okay, wir singen. Und da ist noch das Kleingedruckte mit den Befehlen. Und dann haben wir noch einen Quickstart, Kollegen. Computer, Kabel, Interface, Power Supply. Das jetzt sogar ich verstehe. Das kann man umblättern. Hinten haben wir Fan-Modell. Na wunderbar. Und da herüben haben wir noch Software. Starting the Software. Wie wird es denn gestartet? Double click on Rufzeichen Control Lab Icon. The Software will start. Das ist ja leicht. Das würde ich auch schaffen. Doppelklicken kann ich. Dann kommt so eine wunderbare. Das ist aber schon sehr riskig, was da ist, oder? Starting a new project. Ja, kann man das Interface-Programm. Ich bin so begeistert. Die Windows-Geschichte hätte ich sogar. Die könnte ich euch sogar mal demonstrieren. Zwar für alle Systeme. Für Windows 3.1, DOS und Windows 95. Ich glaube, ich sollte das jetzt nicht alles verkehrt hinlegen, sonst habe ich dann einen riesen Sauhaufen beieinander. 2a, 2b, 3b, so, 4a. Jetzt geht's ans Programmieren. Oh, was wird da programmiert? First go, talk to lamp
on, wait, 60, off. Ha, das ist ja hochprogrammiertechnisch. Und da hinten geht es noch weiter. Slow down. Nur nicht schnell. Dann haben wir das Kärtchen Nummer 5. Speichere deine Arbeit. Speichern, speichern, speichern ist das Motto. Ohne Speichern wird es nicht klappen. Und dann kommt doch tatsächlich ein Temperatursensor. Den werde ich euch noch zeigen, habe ich mir gedacht. Ich weiß noch nicht wann, aber der kommt noch. Der kommt noch. Das wird auch ein Trockentrainingsvideo. Dann haben wir den Infrarot, nein, der Light-Sensor. Ja, Light, Infrarot ist ja Light. Infrared is light because it's not heavy. Is it light or is it heavy? It's light heavy. Ha, ha, ha. Project Page. Ich glaube, in Deutsch hat es diese Sachen überhaupt nicht gegeben. Die haben sich das nur auf englische Kollegen gemacht. Das war auch der Grund, warum es das bei uns ja gar nicht gegeben hat. Ich habe es nie in Natura gesehen. Nur bei mir. Also das ganze tolle Takter-Zeugs habe ich nur hier im Museum gesehen. Ich habe das nie in der freien Wildbahn erlebt. So. Da gibt es eine Menge Befehle. Alle mit dem Escape-Zeichen. Hui. Very complicated. Oh, wir sind im roten Bereich gelandet. Setting up the Takter Robot Arm. Roboterarm. Das ist ja toll. Habe ich euch das jetzt verkehrt zuerst gezeigt? Project. Ich weiß gar nicht, was die Vorderseite ist. Project 2. Ich würde sagen, das ist die erste Seite. Und das ist die zweite Seite. So hätte ich das jetzt mal eingeschätzt. Und dann haben wir dort noch einmal das. Zuerst so, Vending Machine. Seite. Die haben ja keine Hemmungen bei Lego. Jetzt bin ich ganz gescheit. Jetzt halte ich es gleich mal so hin. Der Scanner! Oh, können die es kennen? Ja klar können die es kennen. Die haben einen Infrarotsensor. Die können einen Barcode lesen. Also das ist aber schon mal, oder? Der Testbed, Car-Testbed. Das war nichts für Volkswagen. Schaut, die bauen ein Auto. Hallo? Die bauen ein Auto. Das Gewächshaus darf auch nicht fehlen. Ganz wunderprächtig, oder? Und dann haben wir noch der Wheelchair. So. Na genau. So, jetzt habt ihr aber lang genug durchgehalten. Schaut mal, was da noch drinnen ist. Da ist eine Diskette. Controller für Acorn Risk OS. Da doch noch eine. Wo ist die zweite? Da umgefallen. So, dann haben wir noch eine zweite. Reference Guide. Graphical Interface, my friend. So, und jetzt kommt die mysteriöse Schachtel. Das werdet ihr gar nicht mehr kennen, ihr Jungspunde, oder? Ja, das war das, wo ich wirklich viel Geld investiert habe. Nicht in das, aber in das Format VHS. Eine riesige Plastikkiste von Takter mit ein bisschen magnetbeschichteten Plastikband. Ist das nicht fein? Do not touch the tape, because if you touch the tape is dead. Das ist ein wunderbares Lernvideo. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich euch das vorspiele. Wenn ich euch das vorspiele, reißt mir die Lego Group wahrscheinlich den Kopf ab, oder?
vorspielen und wenn sie mich verklagen, dann könnte ich es ja löschen. Welcome to LEGO Dactyl Control Lab. Before you start, make sure that you have all the components shown on Quickstart cards 1A, 1B. Connect your computer and the LEGO Dactyl Interface B, and also build the fan model. This Quickstart video has been shot using an Apple Macintosh LC2. The differences with PC-compatible software are minor, and when PC screens are shown, they're illustrated with a flashing PC icon in the top right-hand corner of the screen. The numbers in the bottom right-hand corner correspond to the Quickstart cards. Starting the software is slightly different on different computers. PC-compatible users should type CTRLAB at the prompt. Apple Macintosh users should double-click on the Control Lab icon. When Control Lab has loaded, we first of all get the LEGO Dactyl splash screen. Clicking anywhere on this screen takes us to the opening screen. Here we can go to File on the menu bar. Then select New Project, and we get the first level in our software. This is the Setup page, which is a screen image of the LEGO Dactyl Interface B. Here we need to tell the screen interface what has been connected on Interface B. Click and drag the motor icon to output A. We can also click and drag the lamp icon to output B, and the temperature sensor icon to input 1. The current temperature is now displayed above input 1. The motor and lamp can be turned on by clicking on the small circles above the outputs A and B. At the bottom of the screen, you'll see the Command Center, where we can enter logo commands. For instance, type talk to, inverted commas, motor A, then press return or the enter key. Then type on wait 50 off, and when we press return or the enter key, you can hear the fan motor comes on for 5 seconds and goes off. Lots of other logo instructions are possible, as you can see from Quickstart card 3. For the next level of the software, go to Pages in the menu bar and select Procedures. On the procedure screen, we can write a new procedure. Let's call it First Go. We type to first go, talk to, inverted commas, lamp B on, wait 60 off, end. By typing the name of the procedure First Go in the command center and then pressing the return key or the enter key, First Go will actually run for 6 seconds. The black dot tells you when the procedure is running. If I want to clear the text in the command center, I can just type CC and press return. Similarly, to clear the procedure screen, highlight the text by clicking and dragging, and then press delete to remove the highlighted area. We could write another procedure and call it slow down. This time we'll talk to, inverted commas, motor A, then type a new command. Set power 8, which is the maximum of 8 power levels. On wait 50, off wait 20, set power 3, on wait 50 off,
end. If we then go to the command center and type slow down and press return, the fan model will slow down. Here we go to File on the menu bar and save our project. We can give it a file name, say Fan Model, and then click on Save. If we close this current project, we can then open a new one or open any of the existing projects we saved previously. We can also print our project. Go to File on the menu bar. Then Print Project and follow the instructions in the dialog box. PC-compatible users will see a slightly different dialog or modify box. Let's now look at the Lego Dactyl range of sensors. Check that you're on the Setup page. On the left of the screen interface are the sensors. The top two are yellow and can only be used in the yellow input ports 1 to 4. Likewise, the two blue sensors can only be used in the blue ports 5 to 8. Check that the temperature sensor is still connected. It's currently reading 25 degrees Celsius. Select Procedures from the Pages menu bar. Erase the previous procedure. Let's write a simple procedure which will turn the fan on when a certain temperature is reached. Let's call the procedure Thermostat. Type to thermostat. Talk to, inverted commas, lamp be on, wait until, open square brackets, temp 1 is greater than 28, close square brackets. Talk to, inverted commas, motor A on, and finish your procedure with end. In the command center, type thermostat and press return. When the right temperature is reached, the fan will automatically come on to cool the sensor. Select Setup from the Pages menu bar. The touch sensor could be used to stop the fan in an emergency. Here's a procedure which could be used. Now make sure you fit a light sensor to input 5 on interface B. Select Setup from the Pages menu bar, and on the screen interface, place a light sensor icon, a blue sensor, on input 5. If we now place different coloured bricks in front of the light sensor, we notice the different light readings above the icon on the screen. We can then look at a feature of the software we haven't seen before. If we double-click the mouse button on light sensor 5, we go behind it to a dialog or modify sensor box, where it's possible to adjust the settings on the light sensor. All the input and output devices have modify boxes behind them.
PC users will always see a slightly different dialog or modify box. The next sensor we're going to look at is the angle sensor. Click and drag the angle sensor onto input 6. Double-click to go to the modify box, where we can set the sensor to angle or rotation according to the needs of the current project. Click on OK to leave the box. This is an example of a procedure which, when the sensor has counted to 66, stops the fan. This covers 4 sensors. This is the 3rd level of the LEGO Dactyl software. Go to Pages on the menu bar and select page 1. Here we have a tool palette which will let us create an interactive project page. So if I click to highlight the picture icon and then click on the screen, I get an empty picture. If I double-click, we go behind the picture, and by clicking on the words Empty Picture, I can choose one of the stored pictures. In this Modify Picture box, I can click to get rid of its name and frame and click on OK again. For PC-compatible users, a slightly different Modify box will appear. I can select any item on the project page by dragging a marker box right across it so the little handles appear. Click elsewhere on the screen to remove the handles. Let's do that again. This item can now be moved, or it could even be deleted by pressing the Delete key. Similarly, I can add text. If I click it here, I can type in Our Fan Project. The next thing we want to look at is buttons which really bring pages to life. We can put a button onto the screen and operate any output device or even a procedure. For instance, we can make the button Talk to, inverted commas, motor A on, and Talk to, inverted commas, motor A off. If we now click on the screen button, the motor comes on. Click again, and it goes off. The next thing that we're going to look at is sliders. Place a slider on the screen and double-click to go behind it. By the word Release, type Talk to, inverted commas, motor A on set power slider 1. This allows us to control the speed of the fan or any other output devices. The next thing we want to look at is monitor boxes, which allow us to monitor input from the sensors. If I double-click and go behind the monitor box, I can select from Show, say Temp 1, and that will give us a reading of the actual temperature sensor. You can see that it is now 22 degrees Celsius. You can easily add extra pages to your project. Go to Pages on the menu bar and select New Page. On this new page, let's place a graph. So click on the graph icon and place a graph on the screen. Double-click to go behind the graph. Here we can then select, say, Temp 1. We can also set the actual scale by clicking here. 1023 is a bit high, so let's make it 100. On the y-axis, we can type temp, and on the x-axis, time. Click on OK,
Click on OK again, and then if we click on the little icon in the corner of the graph, you can see it changes and the graph is beginning to plot. Stop by clicking again, and you now have a graph of temperature over a time period. More help can be found on the final Quickstart card, which has a glossary and information on the help facility. But you can also go to Help on the menu bar. Selecting Primitives, for instance, will give you a whole list of logo commands. Click on your chosen command, say Talk to. Click on the Help box, and you get a lot of information about Talk to, and also several examples which you can actually copy and paste into your project. That's Control Lab. Now that you've been through the 12 Quickstart cards, you're more than ready for the challenge and fun of the projects. These 7 exciting models have been designed to explore the software to its full potential. Have fun! For more information and advice, ring 0978 290 900. Fax 0978 296 239. Or Apple link Legodactyl UK. Das ist der große Plan. Doch ein super Set, oder? Ich bin von begeistert und so überhaupt bin ich. Ich mag so Sachen. Das ist nämlich wirklich genial. Und ich habe mir dieses Band capturen lassen. Denn ich hätte sie auch selber capturen können. Ja, damals dachte ich aber, ich kann das nicht. Und inzwischen kann ich es. Inzwischen habe ich schon 200 Kassetten für jemanden gecaptured. Ketchup habe ich die. Ja. Also inzwischen kann ich das schon. So ist es. Ja, VHS. Anstrengend, aber es geht. Diesen Digitizer machen ganz schlimme Sachen. Puh. Ja, die Hausübung? Ja, na klar, die Hausübung. Finde heraus, wer der Bürgermeister von Wien ist. Ich hätte jetzt gesagt, der Häupl. Ist nicht mehr so, gell? Die haben das schon geändert. Aber das war mein aktueller Stand. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Freut mich, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, ein Abo zu machen. Auf Patreon bin ich natürlich nicht. Und in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Genießt die Feiertage, rutscht's gut rüber. Außer, ihr schaut's nochmal vorbei. Immerhin gibt's ja am Donnerstag noch ein schönes Video. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann. Noch heuer auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer. Da unten liegt auch 2 Zentimeter. So, da bin ich. Hallo. Ja. Frechheit, oder? Von und zu überhaupt.